In unserer Kabine waren irgendwie 45 Grad die ganze Nacht und eine Luftfeuchtigkeit von minus 8000. Aber nur bei uns, irgendwas war da kaputt. Will ich immer nur jammern. Aber es war wirklich furchtbar. Aber es war wirklich schlimm. Ich bin jetzt so ein Mensch, der lieber mit offenem Fenster schläft. Aber deine Stimme klingt tipptopp. Ja. Ja, heute ist ja noch Moskau, nicht so wichtig die Show. Da kann man ruhig mal krächzen am Mikro. Naja, guck mal. Ich habe nicht mal Kraft, jetzt mich darüber aufzuregen, dass du dann eine dumme Kamera ausmachen sollst. Kleines Update von uns. Wir haben gestern ein Kabel verloren, das quasi zerbrochen ist, ein wichtiges Kabel, und es war nicht einfach, das heute zu kriegen, und wir haben es jetzt, glaube ich, geschafft, nach 3 Stunden in Moskau, in einer 11 Millionen Stadt, dieses eine Kabel zu organisieren. Und ich bin krank irgendwie seit letzter Nacht. Seit dieser Zug-Action ist meine Stimme irgendwie im Arsch. Mal gucken, ob es hält und ob das heute dann trotzdem gut wird. Und Nico, was hast du so erlebt heute? Ich habe geduscht. Ich fühle mich dezent beobachtet. Bin erstaunlich nicht müde zur Abwechslung. Hab ein weiteres gerissenes Becken, was gestern die Laune nicht unbedingt positiv beeinflusst hat. Und Tampon brauchst du nicht, oder? Was brauche ich nicht? Tampon brauchst du nicht. Tampon. Ein bisschen Erdbeerpause, Christoph? Was machst du hier, Nico? Du kannst es den Leuten jetzt ruhig sagen. Man muss anfangen, offen darüber zu reden. Na, ich habe ein Trinkproblem. Sucht. Warum lachst du da? Sucht ist einfach. Es ist halt einfach nicht so, worüber man lacht. Und Brauchst du noch, oder? ich muss jetzt hier alles hier. Mal kurz nicht. Immer schön gleichmäßig. Really? All the place. Fuck. Alter, was geht hier ab? Das darf man eigentlich gar nicht erzählen, oder? Doch, da. Ja, hier ist halt irgendwas mit dem Strom, sagen wir mal so. Und man kriegt hier immer eine gewischt, wenn man irgendwas anfasst. Und ich habe es gemerkt an meinem Mikrofon, immer wenn ich zum Mikro gegangen bin, gab es ordentlich Spannung durch die Lippe. Und wir haben es alles versucht, aber es ist an jedem Gerät. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier... Nee, ausnahmsweise aber nicht. Ah, Suka, sagt er. Da weiß ich, was das heißt. Dass jetzt alles wieder funktioniert. Asuka heißt quasi, es ist alles in Ordnung. Und Suka Biatch heißt? Es ist alles in Ordnung und es ist ein wundervoller Tag. Ja, dass es richtig krass gut läuft, heißt das. Ach Freunde, das ist heute alles so anstrengend und ich hoffe, dass die Show geil wird wenigstens. Dass alles bis dahin funktioniert. Wir haben jetzt so viele Aufgaben zu klären. Oh! Ja, ich höre mich sehr verzerrt an. Can you still turn down gain or will you get shocked? Ah, witzig. Mal was aus der Kategorie Dinge, die ich sonst eigentlich nie tue vor einer Show, aber heute mal mache, weil Russland und Moskau ist wichtig. T-Shirt bügeln. Und ich kann das nicht, deshalb mache ich jetzt ja eigentlich mehr Falten rein, als eigentlich schon drin waren, aber es gibt ein gutes Gefühl. Okay Freunde, es ist jetzt soweit, wir sind in Moskau angekommen, wir sind quer durch Russland getourt und haben uns eigentlich schon jeden Tag ein bisschen auf
diese Show gefreut, weil die natürlich die größte wird, weil die größte Stadt und so. 11 Millionen Menschen leben hier übrigens, wenn nicht sogar noch mehr. Wir hoffen, dass jetzt alles gut geht, aber ich glaube, es wird geil. Oder Dave? Ich sehe da ein graues Haar, Christoph. Ja, es wird super heute. Das ist der Grund, warum wir die Scheiße machen. Das gibt uns so viel zurück. Die ganze Arbeit, all das. Oder Nico? Das Toilet waren ungefähr 12.000 Leute. So, machen wir noch mal Fotos. Oder? So, 2, 3 Fotos. mal gucken, ob jemand eins will. Show to the people. Yeah. What do you think? How was it? It was nice. I mean, I was with you, so people have to decide, but I loved it. We have a possibility to have breakfast in the morning. But, It's way too early for me anyway. well, yeah, you don't care Okay, about let's finish this. But, Ja, okay. ich esse eh kein Frühstück, weil früh um 6 essen ist ekelhaft. Und es war grandios heute. Es war für uns ein Meilenstein, würde ich es fast nennen. Kann man bei Facebook einstellen, kann man morgen posten, Meilenstein erreicht. Was gibt's Besseres? Völlig surreal. Nein, aber es geht Nee, weiter. Und wirklich. was krass war, es waren viele wegen dem neuen Album da und nicht wegen dem alten Zeug, was sehr interessant ist für uns. Und das spornt uns an, weiterzumachen. Also werde ich jetzt einen neuen Song schreiben, jetzt sofort. Der Penner. Ich habe ja im ersten Block gesagt, dass ihr zusehen könnt, wie wir langsam versichern werden. Bei mir ist auf jeden Fall schon Stufe 2 des Versicherungsprozesses eingesetzt. Leichte Ausfallerscheinungen im Sichtfeld Und im Herzsektor. und im Herz-Kreislauf-Bereich. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ja, und wir haben noch 3 Flüge vor uns. Geht schon mal, ohne Schlaf. Aber auch krass mit der Stimme, ja. Also jetzt frühmorgens bin ich immer 2 Oktaven tiefer. Und bis abends muss ich die dann irgendwie wieder klar kriegen. Dann geht's gerade so für die Show und danach ist wieder vorbei. Must this be? Okay, machen. So, Freunde, nachdem wir mit unserem Busflugzeug hier angekommen sind, warten wir jetzt auf das unsichtbare Bootmobil. Mal gucken, wann Meerjungfraumann und Blaubarschbube denn kommen. Mal gucken.
Ja, jetzt sind wir in einem Musikladen in Minsk. Muss man auch mal gewesen sein, finde ich. Also jeder, der Musik macht, sollte sich das mal überlegen. Hier gibt es Oboen, Akkordeons, Ukulelen, Pianos. Oh, so really sehr böses Piano. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ein Plektron, was? Gibt's nicht. Snare drum for Nico. Signature model of a 3-year-old kid. Nice. Good, wow. Sounds like Korn, first album. Yeah, totally. Klingt gut. Kannst du mal anspielen? Warte, hier ist noch eins. Das ist ein bisschen tiefer. Oh, fuck! Ich will nicht sagen. Ich weiß nicht. So im Arsch. Christoph geht's schlecht heute. Das kann man schon mal zeigen. Ja. Ist nicht immer nur alles schön. Es ist halt immer schade, wenn man auf Tour krank wird. Aber man will ja immer das Beste geben bei der Show und den Leuten das Beste bieten, was so geht. Und das kann man dann halt körperlich nicht mehr so ganz und stimmlich. Aber der Adrenalin wird's richten. Und die Also Doppel-A, Adrenalin und Aspirin. Genau. Mal gucken. Anus, okay, Anus. That's our last show together. Oh, yeah. Have a fucking blast. Destroy it. Until the grass has grown, to realize all our breaths have flown. All traditions can be broken down, playing the only game in town. Tell me what makes a worthy person. Everyone is a unique version. We get lost. Guten Morgen allerseits. Wir sind hier in Minsk noch und gleich geht's los. Und ich wollte euch mal präsentieren, wie ich so eigentlich klinge, wenn ich mich nicht warm gemacht habe für meine Show und wie viel Arbeit das eigentlich ist, damit ich dann am Abend so klinge, wie ich klinge. Nein, ich mache natürlich einen Spaß, ich bin ein wenig erkältet, aber es wird schon irgendwie alles gut werden für die Show heute. Geht schon alles, geht schon. Come to Papa. Come to Papa. Wir bekommen ja voll Kindheitsgefühle, weil wir sind ja alle im Osten aufgewachsen und das sind genau die gleichen Häuser, die damals bei uns in Halle Neustadt standen. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen back to the Kindheit. Nicht wahr? Außer für ihn nicht, da gab es das nicht. Für mich was? Du warst kein DDR-Kind. Nee, nicht ganz. Für uns ist das hier Heimat. Das ist traurig. So traurig, war eine schöne Kindheit. Was ist denn los? Was für eine Währung die haben in der Ukraine? Bubbly bubbly, wie immer. In der Ukraine. Na, ukrainische Krone. That's very offensive. You have to know the names of currencies. Wisst ihr, was in der Ukraine für eine Währung ist? Nein, natürlich nicht.
Ich meinte die Leute in der Kamera. Ja, ist doch Die egal. Leute in der Kamera. Hier, Ukrainian und dann das andere, was darfst du lesen? Bubbly Bubbly. Das ist das beste Fangeschenk, was ich auf der Ukra- ganzen Tour bekommen habe. Eine Lego-Gitarre. Wahrscheinlich selber gebaut. Selber zusammengelegt. Kein Instagram-Name drauf. Zeig mal her, wie viele Bünde die hat. Alle. Ja krass, passt Das sind perfekt, 12. passt perfekt. Der ist gut, jetzt probieren. Halt, ich dachte, Живе Беларусь! So Freunde, wir sind jetzt mal wieder an einem Flughafen. Das ist Alex. Das ist der letzte Tag mit ihm gewesen jetzt. Und This is my last day. yeah. Und er fliegt heute wieder zurück nach Jekaterinburg, wo er herkommt. Und wir haben ihn ganz, ganz doll lieb. Thank you. Weniger fahren. Jetzt einstellen, ganz wichtig. Deswegen muss ein 90-Grad-Winkel rein mit den Beinen. Auch beim Lenken hier muss man immer gucken, dass die eingewinkelt sind. Wenn man so, dann sitzt man zu weit weg. Und man muss gut hier rumlenken können, ohne dass man sich quasi selber. So, 2 Minsker Geld. Oh, Alter, das Sitz vibriert sogar. Der ist grün to start. Es gibt aber keinen grünen Knopf. Ah. Jetzt filmst du mein konzentriertes Face. Alter, die Straße erstmal Einsturz. Welcher Platz will ich? Erster? Ich muss mindestens Dritter werden, dann habe ich es geschafft. Und vom Realismus her muss ich sagen, naja, mehr so Need for Speed 2002. Tja, die anderen müssen da in den Koffern stehen. Ich kann zocken. Und gewonnen. Du bist vielleicht der Erste, der dieses Spiel je gewonnen hat. Vielleicht der Erste, der sich jemals hierher gesetzt hat und hier 3 Bubbly Bubbly reingetan hat. So eine Kamera, die denjenigen filmt, der zum ersten Mal hier Geld ausgibt dafür. Wie jetzt? Das war's. Ich habe gewonnen. Du musst 2 Coins rein. Du musst jetzt nochmal 2 Coins reinwerfen, um weiterzuspielen? Ja klar. Game over. Hast verloren. Schade. Tja, da kannst du gewinnen, wie du willst. Wenn du kein Geld reinschmeißt, ist vorbei. Tja, so ist das im Leben. Entweder du hast Geld oder verlierst. So, aber war schön. Wir Ja. haben es jetzt fast geschafft hier. Die Tour ist fast rum. Jetzt nochmal nach Kiew fliegen mit Belaria Airlines und einer relativ alten Boeing 737-800. Wir sind natürlich ein bisschen schon routinierte Reisende jetzt. Das ist für uns jetzt ganz normal schon. Also nochmal die Piloten filmen, die uns gleich ins Verderben bringen. Nee, es sind natürlich super Piloten, muss man sagen. Also wir fliegen ja echt super. Also alle Gerüchte von wegen russische Maschinen und so, ist echt alles gut. Und ja, wir freuen uns auf Kiew. Boah, und wieder ganz normale 800 Grad hier drin. Wenn wir ordentliche Musik machen würden, könnte man damit hier fliegen. Alleine. Nee, da würde ich fliegen. Du würdest fliegen. Wie bei Iron Maiden halt, ne? Ja, wie der Sänger, der ist doch Pilot, oder? Ja. Oder hier, das Pinke, das ist hier Dave seine. Leider nicht so. Jetzt kann ich mich hier so cool anlehnen, weißt du? Ja. Fesch. Wir sind in Kiew angekommen und es ist Sommer. Es sind jetzt hier 17 Grad, das heißt quasi 25 mehr als wir sonst hatten. Und geil. Das ist ja die ganzen Winterjacken wieder so sinnlos, hätte man echt zu Hause lassen können. Und ich höre nichts mehr, ich habe leider Druck auf dem Ohr vom Flug. Das will nicht mehr so richtig klappen, wenn man krank ist. Das ist natürlich mega annoying. Aber ansonsten ist alles geil gerade, oder? Peter? Auf jeden. Dave, alles gut? Ja, wir sind doch fast beim Flug gestorben, aber sonst alles cool. Landung war ein bisschen krass, aber habt ihr ja gesehen. Holen wir die Stranddecke raus und ab geht's. Aber anscheinend, ja.
There is our bus. Alles. Die machen hier schon Werbung für unsere Show. Das ist ukrainisch für NSOK. Hast du das Mikrofon an? Ey, halt mal still hier, ich bin ein bisschen... Soll ich emotional aus dem Fenster schauen? Guck mal, so emotional raus. Guck mal emotional den Vorhang an. Guck mal emotional aus dem Fenster. Das ist auf Kommando gar nicht so einfach. Peter kann nur 2 Sachen. Ne, 3. Scheißen? Ne, das wäre schon die 4. Was spielen? Filmen? Scheißen? Ja. Und das Und noch? das Spiel. Nee, wir haben ja unsere First World Problems. Die wir schon so krasse Hotels jetzt gewöhnt sind. Jetzt mal in Kiew. Und naja, es sieht ein bisschen aus wie eine Höhle. Klingt auch wie eine Höhle. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Zimmer ist 303. Falsch, wir müssen leider doch in die Welche Nummer haben wir denn? 303. Es gibt nur 3000. Ja, 3000. Nein, 3031. Ach so, das ist die erste Tag. Ach so, verstehe. Ja, wir haben jetzt noch wenig Zeit. Ich wurde schon geteased. Das sind solche verwöhnten Schweine, das ist so schlimm. Wie mein Dönermann. Alter, naja. Alter, aber richtig geiles Bücherregal. Ja. Wie Nico von dem anderen Zimmer zu mir rüber nimmt. Film mir bitte den Duschhahn. Aber wenigstens ist das Klo desinfiziert, aber dreckig. Ich will das gar nicht berühren, dieses Ding. Aber, Freunde, wie schlimm das da hinten aussieht. Wie mächtig ist das dann hier drin irgendwie? Gut, oder? Dezent. Das beste Backstage-Licht, was wir hier hatten, auf jeden Fall. Mhm. Mächtig, ey. Kann man hier gleich einen Film drehen, oder? Mhm. Oh, Nico, hast du mal eine Wasserhand? Ich habe mal Getränke ausgeliefert. Interessantes Getränk. Da ist irgendwie alles drin. Oh. Alter, gibt's hier puren Zucker, das ist irgendwie nicht so süß. Wie viel Kalorien hat das wohl? Alle. 12,4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. So, Freunde. Letzte Show. Kiew. Wir sind schon überfällig, die Leute warten. Ich schreie ein bisschen, weil ich habe Kopfhörer drin. Aber mal gucken, wie es wird. Auf geht's! Es war so eine geile Tour. Wir machen jetzt nochmal einen richtig geilen Abschluss hier in Kiew. Riesiger Club. Und wir bedanken uns schon mal bei allen, die da waren. Es war ultra fett. No idea if I'm in focus now. Probably I'm not, but who the fuck cares? So, people, NSOK and everybody, if you ever find this, if you ever see this,
you have to know that I've spent a great fucking time of my life with you guys. So come back again and I'll be here to fucking help you out. Cheers.